Lederreinigung für Profis. Wir wollen uns heute mal anschauen, welche Methoden gibt es, was geht schneller und was wird sauberer. So, wir haben zwei Profi-Methoden vorbereitet. Einmal mit einem Lederreinigungsschwamm, einmal mit der Lederreinigungsbürste. Da wir als Profis meistens mit wirklich verschmutzten Sitzen zu tun haben, Lederreiniger stark. Wir wollen jetzt einfach mal diese beiden Methoden vergleichen. Ich gebe ein kleines Feedback zur Handhabung, was ist angenehmer, was geht schneller und wir gucken uns mal an, was sauberer wird. Ich würde sagen, wir starten mit dem Schwamm auf der einen Hälfte, dann die Bürste auf der anderen Hälfte und dann hören wir uns später nochmal wieder. Erster Bereich ist gereinigt. Ich werde jetzt den Bereich einmal mit Lederreinigungsbenzin abwischen. Das ist ein Lösemittel, was im Endeffekt dem Leder der Oberfläche nichts tut. Auch der Zurichtung nicht und dem Topcoat nicht, für alle Lederexperten da draußen. Genau, also im Gegensatz zu Isopropanol oder anderen Lösungsmitteln, die Lackschicht im Leder angreifen oder die Farbschicht, macht das Lederreinigungsbenzin nicht, nimmt aber den Reiniger komplett runter, sodass ich nachher wirklich einen sauberen Vergleich habe und das Klebeband nochmal neu ziehen kann, weil ich möchte jetzt eine direkte, sage ich mal, scharfe Klebekante haben, damit man 1:1 die beiden Flächen vergleichen kann. Das bereite ich jetzt mal vor und wir sehen uns gleich wieder. Das ist der Applikatorschwamm. Auftragen. Und dann mit dem Tuch abwischen. Vom Handling einfach geiler. So. Um die Reinigerreste runterzunehmen und auch wirklich das Ergebnis zu sehen. Zeitlich würde ich sagen, hat sich jetzt nichts genommen. Ne? Es war beides gleich lang. Ich muss sagen, der Schwamm hat ein deutlich besseres Handling. Jetzt kommt dazu, der Sitz ist jetzt schon relativ kaputt. Das sieht man hier auch überall. Ne? Mal gucken, wie das Ergebnis ist. Aber Schwamm hat ein besseres Handling, weil die Bürste einfach sehr rutschig wird und aus der Hand rutscht und man sie wirklich gut festhalten muss. Und der Schwamm war ein bisschen effizienter mit dem Reiniger, weil er halt natürlich, ne, wie so ein Schwamm ist, Reiniger aufgenommen hat und man brauchte etwas weniger Reiniger für die Oberfläche. Generell braucht dieser Sitz jetzt hier nochmal eine zweite Runde, egal wo, das sieht man jetzt schon ganz deutlich. Aber wir können jetzt mal das Klebeband abziehen und gucken uns mal eine Vergleichskante an. Dann wische ich jetzt hier auch nochmal. Also hier oben, der Unterschied ist, glaube ich, schon relativ deutlich. Also hier müsste man mit Sicherheit noch 2 oder 3 Runden machen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das ist sicherlich möglich. Es ist aber deutlich effizienter. Man sieht es auch hier überall in der Struktur. Wenn man hier in diese Tiefen der geprägten Lederstruktur reinguckt, dass hier überall noch Schmutz sitzt und die Oberfläche auf der Seite einfach deutlich sauberer ist. Generell braucht der Sitz noch mal eine zweite Runde, auch auf der Bürstenseite, ganz klar. Ich würde einfach mal sagen, bei neueren Fahrzeugen, die wirklich gepflegt sind, ist dieser Schwamm wirklich super. Würde ich auch verwenden. Der ist vom Handling super, der ist von der Größe super, der ist schön fest und hat durchaus auch eine gute Reinigungsleistung. Bei Sitzen, die so aussehen, könnt ihr gerne rumspielen mit dem Schwamm, aber meiner Meinung nach, wenn es wirklich um Effizienz geht, ist die Bürste deutlich überlegen. Wenn ihr wollt, diskutiert euch gerne tot in den Kommentaren zum Thema. Was macht die Bürste, macht die das kaputt? Ich sag mal so, das ist ein Ledersitz, der ist dafür gebaut, dass wir mit Jeans darauf hin und her rutschen und Auto fahren. Googelt einfach mal das Thema Taper-Test, dann könnt ihr euch mal anschauen, was so ein Leder aushalten muss und was es aushält. Dann braucht man, glaube ich, nicht über so ein paar Borsten reden, die extra dafür gemacht sind, Leder zu reinigen. Aber wer Spaß dran hat, kann es machen. Ergebnis spricht definitiv für sich. Von daher werde ich das genauso handhaben.
wenig verschmutzte Oberflächen oder Unterhaltspflege oder normal verschmutzte Schwamm- und Lederreiniger, stärker verschmutzte und vor allen Dingen so stark genarbte oder so geprägte Oberflächen, Bürste und Lederreiniger fahren wir super mit, mache ich bei meinen eigenen Autos. Würde ich auch jedem empfehlen und genau. Ganz wichtig auch noch ein Hinweis zum Schluss, egal welchen Lederreiniger benutzt, ob ihr einen leicht alkalischen oder einen pH-neutralen benutzt. Leder ist in seiner Oberfläche leicht sauer, hat einen pH-Wert und knapp unter 5. Von daher bitte nochmal nachpflegen. Da gibt es die Möglichkeit mit Essigessenz 1:10 einmal drüber zu wischen oder aber ein entsprechendes Pflegemittel, was auch den pH-Wert von Leder wiederherstellt. Ganz, ganz wichtig, weil Hauptschaden am Leder, und zwar Feststellung der, wie hieß das, Verband Deutsches Lederhandwerk, na egal, von irgendeinem Fachverband. Die Hauptschäden, die so an Leder im Fahrzeug- und Möbelbereich passieren, entstehen durch die Änderung des pH-Werts. Hauptsächlich dann durch Körpersalz zum Beispiel, also durch Schweiß, alkalische oder Salz ist natürlich basisch. Oder aber durch falsche Reiniger, die nicht entsprechend nachgepflegt sind. Von daher, da liegt der Hund begraben und über das können wir uns einen Kopf machen. Generell sagt euren Kunden bitte, sie sollen spätestens alle 5000 Kilometer eine Lederreinigung und Pflege machen, weil irgendwann, egal womit wir reinigen, reinigen wir den Topcoat und die Farbe runter, wenn er nämlich einfach kaputt ist, nämlich durch Schweiß, Körperfett, Dreck und was da auch alles so noch drauf rumreibt. Dann dazu unachtsam eingestiegen, reibt sich sowieso alles ab. Also auch hier wieder letzter Appell am Ende. Pflege ist das A und O. Achtet drauf, spätestens alle 5000 Kilometer Ledersitz mild reinigen, Ledersitz pflegen. Dann habt ihr damit gar kein Problem und braucht nicht mal eine Bürste, weil dann reicht ein Schwämmchen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Haut rein.